Hallo zusammen, ich bin der Tobias Und ich bin die Anna. und wir zwei sind heute wieder zusammen im Pfälzerwald unterwegs. Um genau zu sein, im Leininger Land. Das ist im Norden des Pfälzerwaldes und da geht's auf den Leininger Klosterweg. So schaut's aus. Wir sind auch schon mittendrin. Der Weg hat ungefähr 15,5 Kilometer, gut 400 Höhenmeter. Hier hinter uns seht ihr auch schon eines der Highlights, die Reste eines alten Augustinerklosters. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der ganze Weg so ist, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es bei kaltem Frühlingswetter am Naturfreundehaus Rahnenhof bzw. dem dortigen Wanderparkplatz. Vom Start weg folgten wir einem schönen Waldpfad, der uns zunächst am Talrand entlang führte. Bald verließ der Pfad den Waldrand und zog sich über Wurzeln den Hang hinauf und in den lichten Wald hinein. Kleine Info am Rande: Der Leininger Klosterweg ist einer von 3 Premium-Wanderwegen in der Region. Den Gannerbenweg bin ich bereits in der Vorwoche alleine gelaufen. Der Leininger Burgenweg, Nummer 3 im Bunde, steht noch auf unserer Liste. Auf allen 3 Wegen gibt es übrigens einen Audioguide über die App Tourenplaner Rheinland-Pfalz. Aufgrund technischer Schwierigkeiten konnten wir die App an diesem Tag aber leider nicht nutzen. Und in der Vorwoche auf dem Gannerbenweg hat es Tobi einfach vergessen. Wir widmen uns nun aber wieder dem Klosterweg. Ihr seht, wir sind immer noch im Wald auf schmalen Pfaden unterwegs. Ein erstes, sagen wir mal Highlight des Weges, war eine alte Schutzhütte am Wegesrand. Das alte Sauhäuschen. Von außen noch ganz respektabel, zeigt ein Blick durchs Fenster, dass die Hütte ihre besten Zeiten wohl schon länger hinter sich hat. Ganz schöner Saustall da drin. Tja, Tobi, ich glaube, dein Gepäck ist dir heute irgendwie nicht schwer genug. nee, Halt's mal ein bisschen höher noch, also gerade nach oben. Ja, da sieht man, was da dran hängt. Er sammelt den ganzen Waldboden auf. es ist nicht nur, dass ich heute Gepäck für 2 Leute trage. Ich sammle hier auch noch ein bisschen Gewicht mit auf. Also heute statt extra Kilometer oder extra Höhenmeter, die sind gestrichen, dafür hier extra Kilo oder so. Also für alle, die sich schon gewundert haben, warum Anne nur mit leichtem Gepäck, ich aber mit doppelt bepacktem Rucksack unterwegs war. Anne war nach mehrwöchiger Zwangspause noch nicht 100% fit. Und sehr zu meiner Freude ging es nun wieder bergauf.
So, jetzt haben wir die letzten paar Meter des Anstiegs haben wir festgehalten. Wie es der Tobi eben so schön gesagt hat. Es ist kein, wie hast du gesagt, Höhenmeter-Monster der Weg. Genau. Aber bisher war er toll zu laufen. Die Pfade durch den Wald sind einfach schön. Und vor allem keine Angst, ich schnauf auch bei wenig Anstieg schon. Ja, da kommt jeder ein bisschen ins Schnaufen. Alles gut. Gut, weiter geht's. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Da sieht man richtig schön, welchen Unterschied doch das Gepäck macht. Ich strahle und Tobi schnauft mit dem Gewicht auf dem Rücken. Aber zum Glück waren wir nun oben und es ging erstmal ein Stück weit auf der Höhe entlang. Dank noch nicht belaubter Bäume erhielten wir sogar ein wenig Aussicht. Das Wetter an diesem Tag war bisher nicht allzu gut, aber irgendwie sieht der Himmel immer dunkler aus. Was da wohl auf uns zukommt? Ja, die Wettervorhersage gestern hat gesagt, heute bewölkt, Odenwald und Pfälzerwald. Haben wir gesagt, was machen wir? Ja, Pfälzerwald. Im Odenwald ist heute Sonne, Pfälzerwald Hagel. Überragend. Also einmal verpacken und weiter geht's. So, einmal verpackt, nicht richtig drin gewesen, hat es wieder aufgehört. Naja, da beschweren wir uns aber auch nicht drüber. In der Tat. Besser so, als wenn es sich eingeregnet hätte. So ging es also, von oben wieder trocken, munter weiter auf dem Wanderweg. Sind euch eigentlich schon die vielen Wegmarkierungen des Klosterwegs aufgefallen? Nun, Anne machte sich darüber so ihre Gedanken. Also ich weiß nicht, warum die hier immer wieder die Zeichen an den Bäumen haben müssen, an Stellen, wo ganz klar ist, Geht nur gerade wo will ich denn da vorne hin, bitteschön? Rechts den Hang hoch, links den Hang hoch. Ja, aber das fällt schon den ganzen Weg lang auf. Ist immer da, wo sie gerade mal gut dran gekommen sind, gedacht haben, oh ja, ich pinsel da mal ein bisschen. Wieder zu viel, zu wenig, also von daher. Nicht hübsch, aber effektiv. So hat jeder von uns seine eigene Art, mit schlammigen Wegabschnitten umzugehen. Egal wie, Hauptsache man kommt durch bzw. dran vorbei. Nun stand das eigentliche Highlight der Tour auf dem Programm. Das Kloster Höningen mit angrenzender Klosterschenke, welche wir auch direkt für eine Einkehr nutzten. Direkt gegenüber der Schenke befindet sich die Jakobskirche, zu welcher wir einen kleinen Abstecher machten. Da die Türen leider verschlossen waren, betrachteten wir die aus dem Hochmittelalter stammende Kirche nur von außen. Vom aus der gleichen Zeit stammenden Kloster ist heutzutage nur noch wenig Bausubstanz erhalten, wie 2 in Teilen erhaltene Toranlagen und 2 Häuserfassaden.
Gegründet wurde das Kloster ca. 1120 und von Augustinermönchen bewohnt. Es wurde 1569 aufgelöst und durch einen Brand zerstört. Teilweise wieder aufgebaut, kam es im Dreißigjährigen Krieg zur erneuten Zerstörung. Nach Besichtigung der Klosterreste ging es für uns raus aus dem Dorf und rauf auf den letzten Wegabschnitt zurück zum Naturfreundehaus Rahnenhof. Wie ihr sehen könnt, verlief der Weg ähnlich weiter wie bisher. Vornehmlich auf mal mehr oder weniger breiten Waldwegen. Forstwege wurden wie hier meist nur gequert oder parallel auf Pfaden begleitet. Ein kurzer waldfreier Abschnitt war uns sodann aber noch vergönnt. Hier war der Weg zwar breit, dafür hatte man aber ein wenig unverstellte Aussicht. Dort drüben über die Hügelkette kommend, sind wir nun in einem Bogen bis hierher gewandert. Ihr erinnert euch noch an Annes Kommentar zur Wegmarkierung? Hier ein weiteres Beispiel zur angebrachten Menge. Ja, ich habe es ja immer mit Wegmarkierung. Ich muss sagen, der Weg, der ist schon, also was die Markierungen angeht, schon überfürsorglich. Habt hier eine Kreuzung mit 1, 2, 3 Markierungen. Einmal hier. Ich spreche mal weiter, dass man es hört. Einmal da. Und noch einmal mit Pfeilchen auf der anderen Seite. Wenn ihr da unten reinguckt, die nächsten 2. Ah ja, dann geht's gleich weiter. Aber das Thema hatten wir ja vorhin schon mal im Video bei dem Hohlweg, wo man ja rechts und links nicht abweichen konnte und trotzdem ein Zeichen nach dem anderen zu finden war. Und ihr meint, so komfortabel kann es nicht durchgehend sein? Nun schauen wir uns doch einfach die direkt folgende Kreuzung an. Wie ihr seht, spitzelte mittlerweile am Himmel etwas Blau und die Sonne durch. Sollten wir gegen Ende der Tour nun etwa doch noch mit schönem Wetter verwöhnt werden? Ja, nachdem wir vorhin so ein bisschen Hagel und Graupel hatten, kommt jetzt tatsächlich kurz vor Schluss noch die Sonne raus. So, jetzt die ganze Dachseite. Naja. Nun, besser spät als nie. So wurden uns die letzten Meter zurück zum Naturfreundehaus von der Sonne versüßt. Ja, da haben wir es geschafft. Der Leininger Klosterweg ist erwandert.
Im Großen und Ganzen recht unspektakulärer Wegverlauf mit keinen größeren Highlights. Im Sinne von Sehenswürdigkeiten. Ja, die eigentliche Sehenswürdigkeit oder das eigentliche Highlight des Weges ist der Weg an sich, weil der führt hauptsächlich durch Wald, aber hat eine schöne Wegführung auf schmalen Pfaden. Also viele, genau, Waldwege, Waldpfade, ganz, ganz wenig Forstweg. Der wird meistens, wenn überhaupt, nur gekreuzt. Oder man läuft parallel dazu, was auch man ganz läuft schön parallel, ist. genau, ja. Ja, also Viel Wurzeln, einiges an Stein und Fels unter den Füßen. Also Und das Sand. ist. Sand, genau. Da hatten wir auch einige Passagen dabei. Also jemand, der gerne durch Wald läuft, für den ist dieser Weg fantastisch. Und gerade im Sommer lässt er sich bestimmt super laufen, weil dann ist es so halbschattig. Ja, ansonsten weitere Highlights. Also der Höhepunkt, ein kleines Gipfelchen. Und dann noch die Klosterreste von diesem Augustinerkloster. Allzu viel ist da leider, wie ihr gesehen habt, aber auch nicht mehr da. Ja, vor allem man kommt auch nur ganz kurz dran vorbei sozusagen. Du hast ja schon gesagt, ist nicht viel zu sehen, aber man hat das natürlich dann gleich als Wegmarkierung genutzt. Weil Genau, ansonsten, diese Torbögen, die man dann da auch als Wegmarkierung genau, hat. hat Ja. der Weg nicht viel zu bieten, außer die Natur rundherum. Die Einkehr war ganz gut tatsächlich da an diesem Augustinerkloster in der Klosterschenke. Das war recht lecker gewesen, ja. Ja, zum Thema genutzte Wegmarkierung mit diesen genutzten Torbögen. Die Markierung, wir haben es im Video schon gesagt, also auf dem Weg mega. Also ihr könnt euch quasi nicht verlaufen. Ihr habt da wirklich an jeder Kreuzung Markierungen noch und nöcher. Ihr habt Schilder, Und ihr habt nicht also nur an Kreuzungen, sondern auch da, wo es im Prinzip wo es nur keine geradeaus Möglichkeit geht. gibt, woanders ja, in diesem hinzugehen. Hohlweg, wo man Ja. weder rechts noch links konnte. Hauptsache nochmal ein paar Markierungen reingebaut. Aber gut. Gut, dann würde ich auch sagen, für dieses Mal war es das wieder von uns. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.